Marvy Hammers Hörbuch zum Magazin. Danke. Oh, ich liebe das. Dieses Geräusch des Erfolges, dieses satte Klatschen, dieses fette Patschen, dieses leise Klirren. Moment mal, Klirren? Was ist das denn? Oh, das sieht aber schwer nach Überstunden aus. Drohnenflug und Muckefuck, ich weiß. Immer wenn die Studioleute so richtig geschuftet haben, stehen hier jede Menge Kaffeetassen auf dem Tablett. Aus dem Weg, du Kaffeelöffel! Ploing! Tor! Voll vor die Wasserflasche. Wahnsinn! So viele dreckige Kaffeetassen übereinander. Sieht aus wie der schiefe Turm von Pisa. Unten die gelbe Trinkschale. Die ist für Milchkaffee. Und da drüber 1, 2, 3 Gläser für Latte Macchiato. Das ist auch Milchkaffee, nur aus dem Glas. Und oben auf der Spitze 4 kleine Espresso-Tassen. Ein Milchkaffee, 3 Latte Macchiato, 4 Espresso. 8 Menschen waren hier im Studio. Mindestens. Die hatten bestimmt auch was Süßes. Nervenfutter. Ich rieche rote Grütze. Da, ganz oben auf den Espressotassen. Wie komme ich denn da ran? Klettern. Nee, ist zu gefährlich. Springen, das wär's. Wie ein Delfin. Platsch, einfach mitten reingrützen. Ob man das lernen kann? Wisst ihr was? Ich frag Lance. Der ist Delfintherapeut und den ganzen Tag mit Delfinen zusammen. Am Roten Meer. Hallo, Lance. Wie sieht's aus mit der roten Grütze? Ich meine am Roten Meer. Hallo Marvy Hammer. Heiß ist es hier. Zum Glück sitze ich unter einem Sonnenschirm aus Palmenblättern und blicke aufs Wasser. Das klingt aber ziemlich grützengeil. Bist du da am Strand? Kannst du Delfine springen sehen? Wie machen die das? Und was hast du Tolles mit denen erlebt? Und Eins nach dem anderen. Also ich sitze hier auf der Terrasse unseres Delfin-Hotels. Hotel für Delfine? Nein. Diese Delfine wohnen nicht im Hotel. Die leben in der Bucht vor dem Hotel und kommen freiwillig hierher geschwommen. Im Delfin-Hotel wohnen Menschen, die sich von Delfinen helfen lassen wollen. Delfine sind nämlich unglaubliche Tiere. Sie sind neugierig, einfühlsam, verspielt, Fressen? Auch das. Aber quetsch mich nicht so aus wie eine Ölsardine. Nachher verrate ich noch was von Mikado, dem Delfinweibchen, vor dem sogar Haifische Respekt haben. Wow, aber sag mir noch schnell, wie Delfine so hoch springen können. So hoch wie eine Milchschale, 3 Gläser Latte Macchiato und 4 Espresso-Tassen. Und eine Schüssel rote Grütze. Lance? Hallo? Lance? Funkverkehr und rotes Meer. Das war's wohl fürs Erste. Na gut. Dann benutze ich eben mein Locher als Trampolin. Heppa! Und springe! Oh je. Katzendreck und Grützefleck. Aua. Meine Klamotten. Total versaut. Und wie kriege ich mich jetzt wieder sauber? So ein Dreck. Auch das noch. Meine World Reporter. Hey, JC, Ming und Roberto, könnt ihr nicht später anrufen? Could you please call later? Hello, Marvy Hammer. No, we can't call later. It's so nice at the beach right now. Listen, the waves, the wind, the seagulls. Passt bloß auf, dass die nicht von oben... Was macht ihr eigentlich am Strand? Beobachtet ihr Delfine?
Do you watch dolphins? No, Marvy. I can't see any dolphins. But maybe Ming can see some. He has a pair of binoculars. Ming! It's Marvy Hammer. Do you see dolphins through your binoculars? Hello, Marvy Hammer. No, I can't see any dolphins. I'm watching Roberto through my binoculars. Ming beobachtet Roberto durch das Fernglas. Aha. Hat der eine neue Badehose oder was? Ming, was macht denn Roberto? What is Roberto doing? He's out in a paddle boat. He's fishing. Ming! Do you see Roberto's paddle boat? Yes, I can see the boat. Roberto is still fishing, but he's too far out. Roberto ist fischen, aber zu weit raus. Na und? Wo ist das Problem? What's the problem? He's going too fast. He's going too fast? He's going too fast in a paddle boat? Roberto paddelt zu schnell? Roberto auf Hochtouren würde ich gerne sehen. Wie schnell paddelt er denn? How fast is he paddling? He's paddling as fast as a speedboat. As fast as a speedboat. So schnell wie ein Motorboot. He's coming back. Look, Roberto is coming back. Whee! That's really fast. Hey, Ming! JC! Look at me! Yahoo! How very interesting. Ming! JC! I'm coming! It's fantastic! Help! A dolphin? How very interesting. A dolphin? Ein Delfin? Yes, Marvy. A dolphin is pulling Roberto's paddle boat. Help! Uh-oh, a dolphin has caught Roberto's fishing rod. Ein Delfin hat sich Robertos Angelschnur geschnappt. Super! That's not super, Marvy. The dolphin could dive under the water and Roberto could drown. Roberto could drown? Oh, help! Roberto könnte ertrinken. Na klar. Der Delfin könnte unter Wasser tauchen und Roberto in die Tiefe ziehen. Let's do something, Ming. Let's follow the dolphin. There's a speedboat. Okay. Sehr gut. Die beiden nehmen ein Motorboot und folgen Roberto. Und ich nehme, ein Bad. Diese Schale für Milchkaffee. Genau meine Größe. So, ordentlich Wasser aus der Wasserflasche. Schuss Seifenblasenzeugs. Blub, blub. Tolle Seifenblasen. Und fertig. Das Moderatoren-Spezial-Reinigungsbad mit Moderatoren-Spezial-Reinigungsschaum. Fehlt nur noch der Dreckskerl. Und der bin natürlich ich. So, Jacke aus, Hose, FKK und Feigenblatt. Nein, ich kann mich doch nicht vor Publikum entblättern. Nee, nix ausziehen. Die Klamotten sind doch eh versaut. Die wasche ich mit. So. Und jetzt kriegt ihr was zu hören. Meine 1A Arschbombe. Wasser! Wie ein Delfin. Zeit für mein Marvy Hammers Dida-Delfin-Quiz. Diese Säugetiere sind mit über 30 Arten die größte Familie der Zahnwale und in allen Meeren zu Hause, sogar in einigen Flüssen. Delfine haben eine schnabelartige Stauze, manchmal kurz, manchmal lang und oben auf dem Kopf ein Blasloch. Da drücken sie das Wasser raus, das sie unter Wasser schlucken. Zum Luftholen müssen sie aber an die Wasseroberfläche. Delfine sind sehr gesellig. Sie springen, toben und jagen in Gruppen.
Meine erste Frage lautet, wie genau nennt man denn diese Delfingruppen? A. Kindergarten, B. Schulen oder C. Universitäten? Universitäten, dass ich nicht lache. Da machen die Delfine wohl ihr Tauchdiplom und nehmen Sprachkurse. Wahrlich. Zum Beispiel, nee. Und Kindergarten, das wären ja nur die Kleinen. Richtig ist Antwort B. So wie man bei Wölfen von einem Rudel spricht, nennt man eine Gruppe von Delfinen Schule. Die Tiere arbeiten oft im Team und können so auch große Fischschwärme jagen. Delfine flippern ganz schön schnell durchs Wasser. Einige Arten über 40 Kilometer pro Stunde. Manchmal sieht man sie sogar um Motorboote rumtoben. Moment mal, aber diese Motorboote sind doch viel schneller. Meine zweite Frage lautet, wie machen die das bloß? A. Sie schlagen Purzelbäume. B. Sie lassen sich ziehen. Oder aber C. Sie surfen. Purzelbaum, das macht ihnen viel Spaß, aber so werden sie nicht gerade schneller. Und ziehen lassen, die Bootscrew wird denen was pfeifen. Antwort C ist richtig. Besonders schnell fahrende Boote machen eine Druckwelle, wenn sie durchs Wasser preschen. Auf dieser Welle surft der Delfin. Schneller als er schwimmen könnte. Achtung, Wortspiel. Ohne Schiff ist das Schwimmen für Delfine nix als bootlose Kunst. Aber Delfine haben ja noch mehr drauf. Habt ihr mal Flipper gesehen? Jeder kennt ihn, den klugen Delfin. Dann wisst ihr ja, Delfine sind sehr gesprächig. Die quieken und quietschen, keckern und pfeifen und klicken. Diese Klicklaute unter Wasser haben eine ganz besondere Funktion. Meine dritte Frage lautet, warum machen die Delfine das? A. Klick, sie können sich besser orientieren. B. Klick, sie können unter Wasser fotografieren. Oder aber C. Klick, sie tauchen nach Schätzen auf dem Meeresboden. Ich glaube, die Delfine haben keinen Sinn für Piratenschätze. Und das Unterwasser-Fotografieren überlassen sie auch lieber den Menschen. Nee, richtig ist Antwort A. Die Delfine senden Klicklaute aus und registrieren die Schallwellen, die dann zurückkommen, zum Beispiel vom Meeresboden. Funktioniert wie ein Echolot bei Schiffen. Mit diesem natürlichen Echolot können sie sich ihre Umgebung gut vorstellen. Nicht einmal andere Tiere entgehen ihnen. Und so erwischen Delfine selbst die kleinsten Fischlis. Die stehen sowieso nicht auf Klicklaute. Denn, Achtung, jetzt kommt ein Racheim. Hat Flipper seine Beute erblickt, ehe sie schnell zum Wahnsinn klickt. Oder so. Aber das stimmt. Einige Delfine stoßen bei der Jagd auf kleinere Meerestiere wie Fische oder Tintenfische so laute Klicklaute aus, dass die Beutetiere geradezu K.O. gehen. Und der Delfin muss nur noch Haps machen. Das war mein Delfinquiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Ich bleib noch ein bisschen in meiner Wanne. Das ist der Badewannenboogie. Das ist der Badewannenboogie. Badewannenboogie, schober ihn weg, den Fleck. Super Musik. Ich glaube, da mache ich einen Song draus. Jetzt, wo ich im Wasser bin, kann ich ja auch meine Klamotten aufhängen und mir die spannende Geschichte von Lance anhören. Als Delfintherapeut ist er bestimmt auch gerade im Wasser. Hallo Marvy Hammer. Ich bin wirklich oft im Wasser. Im Delfinbecken, das ans offene Meer grenzt. Gerade beobachte ich, wie André auf Mikado reagiert. Mikado ist ein Delfinweibchen und André der Sohn von Gästen unseres Delfin-Therapiezentrums am Roten Meer. André ist ein 8-jähriger Junge, dessen Fähigkeiten mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen gestört sind. Das nennt man Autismus. André spricht eigentlich mit keinem.
Aber seit er vor 2 Wochen die Bekanntschaft mit unseren Delfinen gemacht hat, kommt es mir vor, als habe jemand ein inneres Fenster bei André geöffnet. Er geht nicht nur auf die Tiere zu, sondern auch auf seine Eltern und uns, die Therapeuten. Das ist der Verdienst der Delfine. Es ist, als ob sie die Schwächen unserer kleinen Patienten spüren und darauf eingehen. Tierische Therapeuten mit glatter, feuchter Haut, langer Schnauze und kräftigen Flossen. Andres Eltern helfen ihm aus dem Wasser. Und ich höre, dass der Junge wie nach jeder Therapiestunde seine neue Lieblingsfrage stellt. Mama, Papa, wie schlau sind Delfine? Als habe sie die Frage verstanden, deutet Mikado mit der Brustflosse auf den Eimer mit den kleinen Snacks. Na gut, du hast dir deinen Fisch verdient. Auch für mich ist Schluss für heute. Ich will später mit unseren Gästen, 4 Familien mit Kindern, auf unserer Terrasse mit Blick auf die Bucht zu Abend essen. Hoppla, da sehe ich meine Tochter Ofra und ihren Freund Ben den Holzsteg herunterkommen. Beide haben Neoprenanzüge an. Um den Hals baumeln Schwimmbrillen. Du lieber Himmel, das hatte ich ganz vergessen. Ich schüttel heftig den Kopf und zeige auf meine Taucheruhr. Zu spät für heute. Doch die beiden lachen nur. Jetzt komme ich wohl nicht mehr drum herum. Der 17-jährige Ben steht kurz vor der Aufnahmeprüfung ins nationale Schwimmteam. Disziplin Langstreckenschwimmen. Meine Tochter Ofra, 16 Jahre alt, ist auch ziemlich fit in den Wellen. In einem Anflug von Übermut habe ich den beiden versprochen, eine Trainingseinheit mitzumachen. Das heißt mindestens 1 Stunde Kondition schwimmen. Mikado tänzelt neugierig im Wasser und begrüßt die beiden. Ich rufe den Delfinweibchen zu, aber nur wenn du mitkommst. Doch Mikado denkt nicht daran. Sie wischt mir mit der Fluke, der Schwanzflosse, eins über und rauscht mit einem frechen Quietschen davon. Als wollte sie sagen, deine Sache, Lance. Es mag seltsam klingen, aber ich hatte schon immer eine besondere Beziehung zu Delfinen. Das fing in Florida an, dem amerikanischen Küstenstaat, in dem ich aufgewachsen bin. Als 10-Jähriger stieß ich am Meer auf einen gestrandeten Delfin. Es kam mir vor, als habe er sich mit seinem Schicksal abgefunden. Eine große Träne rann ihm aus dem Auge. In echter Verzweiflung goss ich ihm mit meinem Spieleimer Wasser über den Rücken. Dann lief ich einige 100 Meter durch den heißen Sand zu einem Kiosk, um Hilfe zu holen. Doch der Schuppen war geschlossen. Ich hetzte weiter zur Baracke der Baywatch, der Küstenwache. 2 athletische Typen mit langen Haaren und langen Bermudas pritschten sich noch ein paar Volleybälle zu. Dann folgten sie mir. Als ich die Sandbank wieder gefunden hatte, war der Delfin weg. Glaub mir, hier war er, keuchte ich und rang nach Luft. Ich hab ihn doch weinen sehen. Denkst du, sagte der eine, das sind keine Tränen. Das ist nur eine ölhaltige Flüssigkeit, die ihre Augen vor Salzwasser schützt. Der andere sah mich an wie ein Sonderling, der gerade von UFOs gesponnen hatte. Komm, Kleiner, ich spendiere dir eine Cola. Eine Welle hatte anscheinend dem Delfin geholfen. Zurück ins Wasser, in die Freiheit, die in Florida nicht alle Delfine genießen. Denn dort sind Delfine eine Touristenattraktion. Sie leben in Gefangenschaft und führen Kunststücke vor. Kaum war ich volljährig, gründete ich eine Initiative gegen die Delfinshows. Bekam viel Presse und ebenso viel Ärger. Aber das war die Sache wert. Irgendwann musste ich dann mal an meine Zukunft denken. Ich machte eine Ausbildung als Physiotherapeut mit Kindern. Dann packte mich das Reisefieber und ich zog ein paar Jahre rund um den Globus, bis ich in Israel am Roten Meer meine neue Heimat entdeckte. Eine heruntergekommene Ansammlung von Gästehäusern. Daraus ließe sich bestimmt etwas machen. Meine erste Bekanntschaft allerdings war ein großer Tümmler. Mikado, das Delfinweibchen. Ich schwamm und tauchte mit ihr, und Mikado führte nach und nach andere Delfine in die Bucht, die ich mit Hilfe von Freunden und Esther, meiner späteren Frau, in ein echtes Schmuckstück verwandelte. Mit kleinen Naturbuchten, Sonnenschirmen aus Palmenblättern, Holzstegen und Pavillons. Dort las ich beim Schein der Petroleumlampe die Berichte von Wissenschaftlern, die Kinder mit Hilfe von Delfinen zu therapieren versuchten. Ich war fasziniert von der Idee und arbeitete mich immer tiefer in das Thema ein. Nach 3 Jahren war es dann soweit. Ich nagelte stolz ein Schild über den Haupteingang. Dolphin Therapy Center. Delfin-Therapiezentrum. Mikado bekam alles mit. Sogar meine Hochzeit
Und die Taufe meiner Tochter. Natürlich direkt am Meer. Die untergehende Sonne wirft eine Landebahn aus Licht auf die sanften Wellen. Ofra und ich schwimmen hinaus ins offene Meer. Ben immer hinterher, der es uns zuliebe locker angehen lässt. Bald durchschneiden dunkelgraue Finnen die Meeresoberfläche. Die Rückenflossen unserer Hausdelfine, der großen Tümmler, die unter Mikados Führung freiwillig in die Therapiebecken kommen, um mit unseren kleinen Gästen zu schwimmen und zu spielen. Der Meeresgrund unter uns wechselt von Türkis zu Azurblau. Selbst für gute Schwimmer sind wir recht weit draußen. Ich blicke zurück zum Ufer. Die Gebäude sind ganz schön klein. Wir müssen fast 1 Kilometer draußen sein. Ein rauer Stups reißt mich aus meinen Gedanken. Mikado natürlich. Auch Ofra ist unserer Begleitung nicht entgangen. Sie liebt die Delfine, mit denen sie aufgewachsen ist, und zeigt ein breites Grinsen, als sie mir beim Kraulen kurz den Kopf zudreht. Am orangefarbenen Abendhimmel sinkt die Sonne hinter einen Wolkenstreifen. Die Möwen kreischen. Doch etwas ist anders als sonst. Mikado taucht unter mir durch und drückt mir wieder die Schnauze in die Seite. Wesentlich rauer, als ich es von ihr gewohnt bin. Sie kommt wieder hoch und schnattert. Die kleinen Zähne blitzen. Inzwischen haben uns auch die anderen großen Tümmler umringt. Immer mal wieder schlägt einer mit der Fluke aufs Wasser, als wolle er sagen: Stopp! Für Landtiere ohne Flossen seid ihr zu weit draußen. Plötzlich wuchtet Mikado ihre fast 200 Kilo aus dem Wasser, springt bestimmt 2 Meter hoch und taucht direkt vor mir wieder ein. Ich rücke die Schwimmbrille zurecht und tauche ihr nach. Das ist so eine Art gemeinsames Spiel. Auf unseren gelegentlichen Touren zeigt sie mir so manchmal einen Rochen oder einen Schwarm bunter Fische. Doch das, was sich jetzt direkt unter mir im klaren Wasser bewegt, lässt mein Herz rasen. Unter mir schwimmt ein weißer Hai mit einer stolzen Länge von über 3 Metern. Meinen Gästen erzähle ich immer wieder, dass der weiße Hai zu einer bedrohten Spezies gehört und die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai attackiert zu werden, statistisch geringer ist, als von einer fallenden Kokosnuss tödlich getroffen zu werden. Doch zieht so ein schwimmendes Supergebiss mit den kleinen, gefährlich wirkenden Augen unter einem seine Kreise, dann denkt man gleich ganz anders. Dass so ein dunkelblauer Neoprenanzug mit gelben Streifen sicher ein schönes Muster abgibt. Und dass deine Tochter, die dich gerade noch so frech angegrinst hat, doch eigentlich noch das ganze Leben vor sich hat. Mikado schießt wieder aus der Tiefe und lässt sich auf das Wasser fallen. Die anderen 6 Delfine tun es ihr nach. Das dürfte auch dem Hai da unten nicht entgehen. Haie haben sehr wohl Respekt vor Delfinen und ihren harten Schnauzen, die sie wie einen Rambock einsetzen können. Plötzlich weiß ich, wie ich mich verhalten werde. Zunächst entscheide ich mich, den Hai für mich zu behalten. Ich bin mir nicht sicher, wie Ofra und Ben reagieren würden. Panische Schwimmzüge würden den Hai sicher noch neugieriger machen. Also langsam zurück an den Strand. Um Ben und Ofra zur vorzeitigen Umkehr zu bewegen, werde ich einen kleinen Krampf vortäuschen. Die Delfine werden den Hai schon auf Distanz halten. Hoffentlich. Delfine wurden schon in der Antike dafür gepriesen, dass sie Menschen aus Seenot retteten. Bei den Griechen gibt es eine schöne Sage. Der Dichter und Musiker Arion, eine Art antiker Popstar, fuhr auf dem Rückweg von Italien auf einem Schiff korinthischer Seeleute. Die raubten ihn aus und wollten ihn ins Meer werfen. Arion flehte um die Gnade, noch ein letztes Mal singen zu dürfen. Dann würde er freiwillig springen. So geschah es. Im Wasser, so die Sage, wurde er von einem Delfin gerettet, den Arions Gesang angelockt hatte. Zum Dank ließ Arions König ein Delfindenkmal errichten. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich Mikado nicht auch in Stein meißeln lassen soll, wenn wir es zurückschaffen, ohne abgebissene Gliedmaßen. Noch schrecklich weite 500 Meter trennen uns vom Ufer. Inzwischen wird meine Frau mit den Gästen schon auf der Terrasse sitzen, aufs Meer schauen
und sich über das seltsame Bild wundern. 3 Schwimmer, umrundet von 7 Bodyguards mit grauen Flossen, die einen ganz schönen Rabatz veranstalten. Den Hai unter uns können sie sicher nicht erspähen. Aber ich. Und er folgt uns immer noch. Inzwischen muss ich meinen Krampf nicht mehr vortäuschen. Meine linke Wade ist hart und tut höllisch weh. Zum Glück ist Mikado an meiner Seite. Von unseren jahrelangen Ausflügen zum Riff weiß ich, was ich tun muss. Ich halte dem Tümmlerweibchen meine halb geöffnete Hand hin. Sie schiebt die Schnauze in meine Hand und zieht mich. So gelange ich als erster durch die Öffnung in der Steinmauer, die das offene Meer von unserem Delfinbecken trennt. Da kommt Ben, ganz lässig. Und wenig später Ofra, ziemlich außer Atem. Alles ist gut gegangen, aber noch nicht vorbei. Ich muss den ganzen Abend lang den Spott der beiden ertragen. Ein Wadenkrampf und dann abschleppen lassen. Das ist aber unsportlich. Wenn ihr wüsstet, denke ich. Doch ich behalte die Geschichte lieber für mich. Ich muss sie erst mal verarbeiten. Am nächsten Tag gebe ich mir selbst frei. Ich sitze am Beckenrand und sehe 2 Therapeuten zu, die mit André und Mikado im Becken schwimmen. Wie so oft höre ich Andrés stereotype Frage: Wie schlau sind eigentlich Delfine? Ich werfe einen Blick auf Mikado und denke: Verdammt schlau. Warum das so ist? Warum Delfine so gut mit Menschen und so behutsam mit kranken Kindern umgehen? Darüber sind sich die Wissenschaftler noch nicht ganz einig. Das kommt daher, sagen einige, weil Delfine Schallwellen empfangen. Damit orientieren sie sich unter Wasser, wie mit einem Echolot. Aber vielleicht spüren sie so auch die Echos von menschlichen Gefühlen. Ich weiß es nicht. Mag sein, dass mich jetzt viele für verrückt halten. Aber was Delfine angeht, da galt ich ja schon immer als Sonderling. Schließlich hatte ich schon mal einen Delfin weinen sehen. Faszinierend, diese Delfine. Holen einmal richtig Luft und können 15 Minuten lang tauchen. Mal sehen, wie lange ich schaffe. Hier ist ja noch so ein Studio. Oh, guck mal. So ganz kleine Klamotten zum Anziehen. Das Original Richtige für mein neues Puppenbügeleisen. Toll! Onkel Kruse! Wo bist du? Guck mal, was ich gefunden habe. 90, 99, 100. Neuer Studiorekord im Moderatoren, Spezi, Albert, Untertauchen. Hoffentlich muss Roberto nicht tauchen. Der hält das bestimmt nicht so lange aus. Let's go! Woo! Yeah! Was ist denn da los? Klingt wie Speed 3. Hello, JC und Ming. Can you hear me? Yes, Marvy, I can hear you. We are following Roberto's paddle boat. Here he comes again! Help! I can't stop the boat! Help! We have to stop him! Ooh. Yes, I have an idea. Let's make a plan. We have to cross his route. Okay. And then we cut the fishing rod with this knife. Genau. Ihr kreuzt seinen Weg und schneidet die Angel mit einem Messer durch. Gute Idee. What a good idea, Ming. Oh, help! Look, the dolphin and Roberto. Here they come again. Okay, let's go. Oh, JC! Ming! Get out of my way! More speed. Ming, faster. Faster.
Now I can reach the line. And Are you all crazy? cut! Ming, JC, ist Roberto okay? Yes, he's okay. Und wo ist der Flipper? Ich meine, der Delfin. Where's the dolphin? Here it is. Hello, Flipper. The dolphin is fine. He's so cute. Listen. Der hat aber was zu erzählen. Ich auch. Rein in die sauberen Klamotten und eine blitzsaubere Moderation. Moment mal. Teesieb und Klamottendieb. Wo sind die denn hin? Gecko mio. Jetzt stehe ich da ohne Hemd und ohne Hose. Ach du rote 7. Ich meine die grüne 9. Auch das noch. Das darf doch nicht wahr sein. Raus aus der Wanne, rein in die Wanne. Aber alle mal gemacht. Das lasse ich mal gerade so durchgehen. Aber fremde Kinder ihre Klamotten wegnehmen, Lenchen, das ist nicht. Das ist einfach, also ich sag mal auf Deutsch, das ist ja... Ich bin ja eine Frohnatur, aber das ist zu Fülle. Das gibt's bei mir nicht, Lenchen. So, was ist denn jetzt? Von hier hast du die, hast du gesagt? Ja. Bist du sicher? Das war hier. Gut, die kommen hier nämlich sofort wollte retour, ich aber nicht. dalli. So, Das habe ich nicht gewollt. jetzt rühr da bloß nicht vom Kopierer weg. Da bleibst du drauf stehen, bis deine Mutter dich holen kommt. Das habe ich nicht gewollt. Wie sieht denn das hier wieder aus? Mein lieber Herr Schwan. Meine Herren, das ganze dreckige Geschirr. Naja, vielleicht mal besser nicht gesehen. Brandgefahr. Na gut, davon reden wir ja nicht erst. So, kann die Frau Suleiman nachher mal schön wegmachen. Das ist nicht mein Genre. Lechen, ich hab gesagt, du bleibst hier. 101, 102, 105, na toll. Ist er weg? Ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag untertauchen. Na du, da sind sie ja wieder. Ein Wunder. Meine Klamotten. Sogar frisch gebügelt. Ich glaube, das mache ich öfter. Das war's für heute. Jetzt gibt's noch die englischen Texte aus dem Heft und die Delfin-Reportage auf Englisch. Und natürlich meinen Badewannenboogie. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Aber ich bleib doch noch einen Moment in der Wanne. Da ist es so schön muggelig. Am besten ich mach mal ein bisschen Musik. Ach, baden mit Musik aus dem Radio, wie herrlich. Hey, das fetzt aber. Gleich mal lauter machen. Scheint ein Instrumental zu sein. Kann ich was drauf singen? Hey, ich wusste ja, ich sollte mal. Ich dachte auch, ich hätte schon gebadet. Dann roch ich an den Socken, oh, die riechen sehr nach Socken. Da wusste ich gleich, es ist soweit, jetzt muss ich in die Wanne. Rubbel ihn weg, den Dreck, das ist der Badewannenboogie. Haha, toll. Es kam mir vor, als hätte ich, das kann nicht sein, das wüsste ich doch, zu viel von dem Badesalz genommen. Dann nahm ich einen kleinen Schluck, so salzig wie das Rote Meer. Da graut's dem Hai der Wal, der spuckt, mein lieber Schwan, das schmeckt nach Teer. Gurgel das Salz aus dem Hals, das ist der Badewannenboogie. Ich nahm mir dann, das mache ich gern, er quietscht so schön, er dippt ganz tief, meinen Gummidelfin. Doch was ist los? Was hat er nur? Von schnell und klug gar keine Spur. Stattdessen macht er Unterwasserblasen. Mach den Dipper, du Flipper! Das ist der Badewannenboogie. Hey! Das ist ja eine echte Stromgitarre, Mann! Turn it on, man! Hey! Rock'n'Roll klingt fast wie Bob Marley und die Quälers. Oh, man! So, und jetzt
Bis du fertig bist, mache ich noch ein paar Arschbomben. Ja, nicht stören lassen. Schön weiterspielen. Hey! Und tauchen. Da flippst du aus, du Flipper, was? Und hinterher, da hätte ich gern, doch leider habe ich keinen richtig schönen Bademantel. Mit dem stolziert ich durch mein Reich, verteilte Grüße wie ein Scheich und fände stets in seinen tiefen Taschen Futter. Baden macht Appetit, das ist der Badewannenboogie. So, jetzt muss ich noch, das ploppt so schön, ich zieh ihn jetzt. Na komm schon raus, du Stöpsel. Das Wasser gurgelt in den Schlund zurück, bleibt nur noch Sand und ein Trauerrand. Spül ihn weg, den Dreck, das ist der Badewannenboogie. Spül ihn weg, den Dreck, das ist der Badewannenboogie. Yeah, 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 yeah. Jetzt wollen wir mal hören, was Marvis World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß. Enjoy yourself. See page 25. English World Guide. Cooking in Hong Kong. Roberto besucht einen chinesischen Koch. I'm really hungry. My name is Li Yiming. I'm the chef. What are we going to cook? I am very hungry. I'll prepare dim sum for you. It's a typical Hong Kong dish. Ooh, I must try this. Hey, my finger! That looks tasty. Hot! What a nice smell. Hot! Shall we sit down at the table? Yes! I'm really starving. Sorry. Where are my spoon and fork? We use chopsticks. Enjoy your meal. Do you like it? I don't know. Hey, what are you doing? Kebab. Ah, a Chinese kebab. Yummy. How to use chopsticks. Grasp the lower stick with your thumb and rest it on your ring finger. Hold the lower one like a pen with your index and middle finger and support it by your thumb. Try to move the upper stick and pick up your favorite dish. Useful phrases. Could I have the menu, please? Do you serve dim sum? I'll have. Could we have some more tea, please? The food was excellent. Where are the toilets, please? Postcard. Hello, JC and Ming. I'm in Hong Kong. I've got a new friend. His name is Yiming. He's a Chinese cook. I've been eating dim sum for the first time in my life. Dim sum is a delicious Chinese dish. Of course, we use chopsticks to eat it. I will teach you how to eat with chopsticks. We'll have fun. Yours, Roberto. Local details.
The method of eating rice in China is to bring the bowl up to your lips and shovel the rice into your mouth rapidly with the chopsticks. Chinese people don't say, "How are you?" In China they say, "Have you eaten yet?" Chinese symbols. Happy Easter. Happy birthday. First FC Cologne. Curried sausage. I love you. Goodbye. Facts and figures. In Hong Kong, you pay with Hong Kong dollars. From 1841 to 1997, Hong Kong was a British colony. That's why most of the people in Hong Kong speak two languages, Chinese and English. 1 Hong Kong dollar is 11 euro cent. 1 euro is 9.16 Hong Kong dollar. See page 4. World News, Ming's Notes. The boy is wearing a black wetsuit. On his head is a bright red bathing cap. His eyes are protected by diving goggles. See page 6. 10 cool stories about dolphins. JC taucht ab und erkundet, was Delfine so alles können. Oh, they look so friendly. JC's notes. The dolphins are slapping the water with their tails. A white pointer shark is drawing nearer. Dolphins have a big brain. Letter to Marvi. My name is Yvonne Ehrensberger, and I am 12 years old. In the holidays, we went to Tarifa in Spain. One morning, we went out to sea in a boat. After a while, I saw a fin sticking out of the water. The captain stopped the engine. We all looked over the railing. 1, 2, 3 dolphins poked their noses out of the water. They started to do flips. They were gorgeous. Best wishes, Yvonne. This is a pod of dolphins. Ocean, fluke, dorsal fin, flipper, spray, stripe. See page 12. The Duel. Roberto besucht die wildeste Fußballmannschaft der Welt. They are wild! Roberto's notes. The treehouse has been abandoned. Marlon has become a keen go-kart racer. Leon thinks about Vanessa all the time. This is a football player in a greenhouse. Ball, greenhouse, right leg, neckband, left leg, flowers. Roberto interviews Mia Hamm. Mia is a world-famous football star from the USA. What is the best thing about football for you? My teammates. The friendships I have made while playing the game will last a lifetime. What is the difference between women's and men's football? The pace is different, but there are also many similarities. Are you looking forward to the Men's World Cup 2006? Yes, I will watch a lot of it on TV and hope to see a few games in Germany as well. See page 18. Vaulting. JC erlebt, wie Kinder das kleine Hufeisen erwerben. Don't be nervous. JC's notes. The animal's mane is plaited.
Mira is picking up a soft brush. She is lifting the hoof. This is a vaulter and her horse. Jersey, blaze, snaffle, rain, lunge, hoof. JC's report from Barum. Hello, I am calling from Barham, a small village near Luneburg. A vaulting competition is taking place here today. More than 30 kids and 4 horses are taking part. Hey, here comes one of the horses. It is so tall. The kids have to help each other onto the horse's back. Unlike horse riding, where you are alone with the animal, vaulting is a group sport. Sometimes 2 or 3 kids are up there and perform an exercise together. But that is something for advanced vaulters. See page 24. Have you ever been to Hong Kong? Roberto's notes. A van driver is waving you past. A loud hoot alarms you. A small bus is drawing alongside the tram. See page 30. The Mysteries of the Chinese Wall. Ming will herausfinden, wie lang die chinesische Mauer wirklich ist. I can't see the end. Ming's notes. The invaders approached the wall. The soldiers discovered the enemy. They sent smoke signals. This is China. Mongolia, Gobi Desert, Great Wall, Tibet, Himalayas, China, Pacific Ocean, India, Taiwan. Marvy's newspaper archive. Taken from the Seattle Times, the 11th of July, 2005. Skateboarder Danny Way rolled down a massive ramp at nearly 50 miles per hour and jumped across the Great Wall of China on Saturday, becoming the first person to clear the ancient fortification without motorized aid. I was aware of the dangers and my heart was pumping in my chest the whole time, but I managed to pull it off with the help of my team, and I'm honored to have my visions embraced by the people of China, Wei said. Several thousand people gathered at the Yuyongguang Gate near Beijing. See page 38. Amazing Animals. JC's notes. A bison is jumping over the net. The men are driving the animals into a cattle carrier. See page 40. Danger. Mountain Lion. JC beobachtet Pumas in einem geschützten Revier. What a big, strong cat! JC's notes. The mountain lion is moving towards the kids. The mother is throwing stones at the mountain lion. The mountain lion is running away. This mountain lion is leaping. Tail, fur, rock, paw, bush. JC interviews Kathy Brown. Kathy is a park ranger in the Rocky Mountain National Park. Have you ever met mountain lions? I have seen them 3 times, once in my backyard. We live on the edge of a mountain where mountain lions hunt. The one in my backyard gave me a long stare, then turned and walked slowly up the mountain. Can you stroke mountain lions? Are they tame? No, they are wild and might mistake you for dinner.
Mountain lions don't roar like lions. What sound do they make? They meow, hiss, and purr loudly. Their famous scream makes the hairs on your neck stand on end. See page 44. World Cup newcomers. Adriano, Brazil. Roberto's football facts. This is a substitute bench. Substitute. Drinking bottle. Blanket. Manager. Doctor. Ice spray. See page 47. Fun stuff. Tongue twister. Gray geese graze in the green grass. Hello, Marvy Hammer. I spend a lot of time in the water, in the dolphin pool that borders the open sea. Right now, I'm watching how Andre reacts to Mikado. Mikado is a female dolphin, and Andre is the son of our guests at our dolphin therapy center near the Red Sea. Andre is an 8-year-old boy who has a brain disorder that disrupts his ability to communicate with other people. This disorder is called autism. Andre doesn't actually speak to anyone, but since he met our dolphins 2 weeks ago, it seems as if somebody has opened an inner window inside of Andre. He doesn't only approach the animals, but also his parents and us, the therapists. This is thanks to the amazing attributes of the dolphins. It is as if they feel the weaknesses in our little patients and try to strengthen them. Animal therapists with smooth, damp skin, long beaks, and strong fins. Andre's parents help him out of the water, and I hear him as he asks his new favorite question, the same one he asks after every therapy session. Mommy, Daddy, how smart are dolphins? Mikado points with her pectoral fin at the bucket full of snacks, as if she has understood Andre's question. Good, you have earned your fish today. Quitting time for me today, too. I want to have dinner later with our guests. 4 families with children on our terrace with a view of the bay. Whoopsala, I can see my daughter Ofra and her friend Ben coming down the wooden walkway. They are both wearing wetsuits and have swim goggles dangling around their necks. Oh my goodness, I completely forgot. I shake my head and point at my diving watch. Too late for today. But they only laugh. There's no getting around it for me. 17-year-old Ben is about to try and qualify for the national swim team in long-distance swimming. My daughter, Ofra, 16 years old, is also very talented in the water. In a moment of delirium, I promised the two a training session. That means at least an hour of conditioning swimming. Mikado dances curiously in the water and welcomes the two. I shout to her, "Only if you're coming too." But Mikado isn't thinking about that. She slaps me with her tail fin and rushes away with a squeak as if to say, "This is your problem, Lance." It may sound unbelievable, but I've always had a special relationship with dolphins. It began in Florida, the American coastal state where I grew up. When I was 10 years old, I discovered a stranded dolphin on the beach. The dolphin seemed like it had resigned itself to its destiny. A big tear was running out of its eye. Out of sheer desperation, I poured seawater over its back with my sand bucket. I then ran about 100 meters over hot sand to a snack bar to get help, but the shack was closed. I ran further to the lifeguard stand. 2 athletic guys with long hair and long Bermuda shorts who were playing volleyball followed me back. When we reached the sandbank, the dolphin was gone.
Believe me, it was here, I panted and struggled for air. I even saw it crying. That's what it may have looked like, said one of the guys. But those weren't tears. That was just an oily liquid that protects the dolphin's eyes from salt water. The other guy looked at me like I was some wacko who had just told them about a UFO. Come on, little dude, I'll buy you a soda. The dolphin had apparently caught a wave and made its way back into the water. A freedom that not all dolphins in Florida enjoy. That's because dolphins are a tourist attraction there. Dolphins that live in captivity and perform tricks for the tourists. I was barely an adult when I started an initiative against the dolphin shows. I got a lot of press and just as much trouble, but it was worth it. And then it was time to start thinking about my future. I went to school to become a physiotherapist for children. I then got a little travel fever and spent a couple of years globetrotting, until I discovered my new home in Israel, that is, by the Red Sea, in a shabby row of guest houses. My first acquaintance was a bottlenose dolphin, Mikado, the female dolphin. I swam and dived with her, and Mikado led more and more other dolphins into the bay. A bay which I, along with the help of friends and my future wife Esther, converted into a real gem, with small natural bays, palm leaf umbrellas, wooden footpaths, and a little pavilion. There, in the glowing light of a kerosene lamp, I read the reports of scientists who were trying to use dolphins to help children. I was fascinated by the idea and learned more about the subject. After 3 years, it was ready. I proudly nailed a sign over the main entrance, Dolphin Therapy Center. Mikado didn't miss a thing, even my wedding and the baptism of my daughter. Everything, of course, right by the ocean. The setting sun throws a landing strip of light on the gentle waves. Ofra and I swim out into the open sea, following Ben, who lets us keep up with him. Dark gray fins cut through the surface, the dorsal fins of our pet dolphins, the bottlenose dolphins that, under Mikado's direction, like to come into the therapy pool and swim with our little guests. The seabed under us changes from turquoise to azure blue. Even for good swimmers, we're really far out. I look back to the shore. The buildings are small. We must be almost a kilometer from the shore. A rough nudge rouses me from my thoughts. Mikado, of course. Ofra hasn't missed seeing our companion either. She loves the dolphins she grew up with, and a broad grin spreads across her face as she passes me with a fast crawl. The sun sinks behind a streak of clouds in the orange-colored evening sky. The seagulls are squawking. But something is different. Mikado dives under me and pushes her beak into my side, considerably rougher than usual. She comes up again and chatters, her little teeth sparkling in the light. In the meantime, the other bottlenose dolphins have surrounded us, beating the water with one fin as if to say, "Stop! For land animals without fins, you are too far out." Mikado suddenly heaves her 200 kilos out of the water, jumps at least 2 meters into the air, and dives directly in front of me. I put my goggles on and dive after her. This is a regular game of ours. On our occasional tours, she sometimes shows me a ray or a swarm of colorful fish. But what is moving directly under me in the clear water is making my heart race. There is a white shark swimming underneath me, with an impressive length of over 3 meters. I tell my guests again and again that the white shark is a threatened species, and the probability of being attacked by a shark
is statistically lower than being fatally struck by a falling coconut. But seeing those swimming sharp teeth and tiny dangerous eyes circling under you makes you think much differently. That such a deep blue neoprene suit with yellow stripes can look so beautiful. That your daughter, who had just minutes before grinned so broadly at you, still has her whole life ahead of her. Mikado shoots again out of the deep, and I see her fall on the water. The other 6 dolphins do the same. This will not have escaped the shark's attention either. Sharks have a very healthy respect for dolphins and their hard beaks, which can be used like battering rams. I suddenly know what I should do. At first, I decide to keep the shark with me. I am not sure how Ofra and Ben will react. Panicked swimming strokes would certainly make the shark even more curious. Therefore, slowly back to the beach. To persuade Ben and Ofra to turn back early, I feign a small cramp. Hopefully the dolphins will keep the shark at a distance. Hopefully. Even in antiquity, dolphins were praised for saving people in distress. There is a wonderful legend among the Greeks. On his way back from Italy, the poet and lyre player Arion, a kind of ancient pop star, was attacked by Corinthian sailors. They robbed him and wanted to throw him into the sea. Arion pleaded for mercy and asked to be allowed to sing one last song, and then he would jump into the sea voluntarily. Which is what happened. In the water, so the legend goes, Arion was saved by a dolphin that had been lured by his song. Arion's king had a dolphin monument set up to show his gratitude. I am seriously thinking about whether I should have a sculpture erected for Mikado if we make it back to the beach without having our extremities bitten off. There are still 500 terrible meters separating us from the shore. Meanwhile, my wife will already be sitting on the terrace with our guests, looking with surprise at the strange picture coming at them from the sea. 3 swimmers, surrounded by 7 bodyguards with gray fins, putting on one heck of a show. They certainly don't know about the shark that is swimming underneath us. But I do, and it is still following us. I don't have to feign a cramp anymore. My left calf is hard and aching painfully. Fortunately, Mikado is at my side. After all of our excursions to the reef over the years, I know what I must do. I hold out my half-open hand to the bottlenose dolphin. She slides her beak into my hand and drags me. With her help, I am the first to reach the opening in the stone wall that separates the open sea from our dolphin pools. Here comes Ben, quite casually, and then a little later, Ofra, out of breath. Everything is all right, but still not over. I have to put up with a little teasing for the rest of the evening. A cramp in the calf, and then having to be towed. How lazy! If you only knew, I think. But I keep the story to myself. I have to work through it first. I give myself the next day off. I am sitting on the edge of the pool and watching the 2 therapists who are swimming with Andre and Mikado, when I hear Andre's now regular question, "How smart are dolphins?" I glance at Mikado and think, darn smart. Why this is so, why dolphins are so good with people and so careful with children, the scientists don't quite agree upon yet. Some say it's because dolphins send out sound waves. They orientate themselves underwater using sound, like an echolocator. But perhaps they also pick up the echoes of human feelings? I don't know. It's possible that many would say I'm crazy,
but where dolphins are concerned, I've always been regarded as a little strange. I have, after all, even seen a dolphin crying.